Bismut Winterdüfte 2025, Leute, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Wir hauen rein, wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt schon. Wie gesagt, wir gehen rein, eingangs erwähnt. Und der erste ist der Navs. Wow. Honig, Safran-Style von Allerfeinsten. Ihr braucht 2, 3 Sprüher und ihr kommt damit den ganzen Tag, ja, lang, 15 Stunden, eine brachiale Haltbarkeit, eine brachiale Sillage. Dieser Duft wird wahrgenommen und dieser Honig umhüllt ein mit Safran, später auch ein bisschen Oud. Einfach richtig schön nice gemacht. Für mich einer der besten Safrandüfte überhaupt. Dann kommt ein bisschen Rose hinzu, wenn man Rose mag. Nicht so typisch Oud-Rose-Düfte, auch nicht, wenn ihr das so Haarspray-Note, ist immer nicht negativ von mir gemeint. Nein, so natürlich nicht. Schönes Teil, aber monströs geil. Kostet allerdings auch monströs viel Geld. Für 50 ml 500 müsst ihr hinlegen. Aber vielleicht kriegt ihr den ja auch irgendwann mal runtergesetzt. Schönes Teil. Der lohnt sich wirklich, auch wenn er extrem teuer ist. So. Dann haben wir den Le Male Elixir. Was für ein Monstrum ist das mit Vanille, Lavendel, Tonkabohne. Das ist einfach in the face, in die Fresse und das auch locker über 12 Stunden. Und eine brachiale Sillage. Also das ist Beast Mode von Allerfeinsten. Und so länger er steht, umso stärker wird der Duft. Das ist einfach brachial, süß, Vanille, Lavendel. Und ich wiederhole es immer wieder, so ein alter Oldschool-Touch von der DNA von alten Matrosen ist hier auch mit drin. Sehr nice. Der Entschärfer ist ein bisschen größer jetzt bei den neuen. Aber cool. Ja, ich hätte jetzt auch wieder das Absolut nehmen können. Absolut, whatever. Das ist ein bisschen ausgeglichener, aber das ist zwar auch, im Endeffekt hält es auch ewig. Aber hier haben wir nochmal so dieses extrem Süße dabei. Und ja, wer sowas mag, der ist natürlich nice bedient damit. So, der nächste, Louis Vuitton Ombre Nomade. Ja, und das ist natürlich auch 15, 16, 20 Stunden Haltbarkeit und auf den Klamotten Tage, Wochen, Monate. Wer sowas mag, Oud, Weihrauch, beziehungsweise auch ein bisschen, was ich rausrieche, Leder, ein bisschen Rose im Background, Oud, stark, dunkel, dann ist das euer Duft. Auch noch in der aktuellen Version. Das ist hier die erste. Also, ich kenne jetzt so viele, die haben jedenfalls die Originalen und da meckert keiner. Das ist einfach immer noch brachial stark zu Hause. Vielleicht mag das sein. Natürlich ist jeder Badge anders und jedes Jahr ist, ich meine, die können nicht immer die alte Suppe da stehen lassen. Das wird eben manchmal bearbeitet und natürlich ist das vielleicht ärgerlich, wenn es dann 2 Stunden weniger hält, aber der ist immer noch bei locker 12 Stunden. Vielleicht ist das hier nicht so wie das hier so ein extremes Monster, aber es ist immer noch Beast Mode und Ombre Nomade ist Beast Mode. Und ihr müsst natürlich auch Louis Vuitton Düfte bei Louis Vuitton kaufen. Nirgendwo anders. So sieht's aus. Hier, die Fragrance Stock Edition, könnt ihr vielleicht sehen. Ja, eingraviert FD. Ja, das ist, Ombre Nomade ist, geiler Shit, muss man schon sagen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem frischen Duft tatsächlich. Und es ist nicht Megamare. Gleich vorweg. Nein. Aber es ist von Eau de Paris. Und zwar ist es der Bergamasque. Ja. Liebt ihr Bergamotte, liebt ihr Moschus, dann ist das euer Duft. Mehr braucht ihr auch nicht wissen. Brachial, ihr werdet 1 Kilometer weit wahrgenommen, obwohl ihr schon lange an der Straße vorbeigegangen seid, riecht ihr immer oder werden die Leute diesen Duft riechen. Und das ist kein Flachs. Nein. Richtig schön Moschus und die Bergamotte ist so, es ist natürlich eine andere Bergamotte als das, was ihr hier kennt, ne? Meistens, oh, nehmen wir schön blauen Duft, schön Bleu de Chanel, ohne den schlecht zu machen, geiler Duft. Aber Bergamotte oder irgendwie sowas, nein, sowas ist es natürlich nicht. Hier ist wirklich Bergamotte, dunkle, tiefe Bergamotte in die Fresse auch wieder mit Moschus. Und wenn man Moschus natürlich nicht mag, dann kann das schwierig werden. Und der ist schon so sehr schwierig. Er ist zwar nice und cool, aber der kann noch einer richtig auf die Eier gehen. Aber es geht ja nun mal um Beast Mode im Winter. Und dann ist Bergamasque euer Duft. So, der nächste. 53% Ölanteil. Amouage Interlude 53. Den dürft ihr, wenn ihr Laminat habt, hier müsst ihr aufpassen, dann habt ihr die ganzen Creme, dieses ganze Öl auf dem Laminat, aber dieser Duft, einer meiner Lieblingsdüfte von Amouage, beziehungsweise überhaupt einer meiner Favorite-Düfte, ist dieser Duft hier. Und im Endeffekt, ich habe alle 3 Versionen von Interlude Man. Das Original ist schon eine 10.
Es ist ein Meisterwerk. Dann haben wir die Iris-Version, auch eine 10, aber ein bisschen anders und zurückhaltender, was man da so sagen kann. Und das ist das vollendete 10 Plus Meisterwerk. Wirklich von allerfeinsten. Interlude ist monströs, bombastisch. Und natürlich gibt's auch welche, die das günstige, fein nachgebaut haben. Wirklich genial. Wo ein normaler Mensch das draußen vielleicht gar nicht so wahrnehmen kann. Aber ihr selber. Und das ist so ein Ding, das merkt ihr, wenn ihr den auf der Haut tragt oder auf den Klamotten, den Interlude, im Gegensatz zu den nachgebauten. Auch wenn es da wirklich gute gibt, aber das ist das Ding. Ja. So, als nächstes haben wir ein Sospiro und das kann natürlich nur einer sein. Das ist der Patrino, ja, und das ist ein Amaretto und es ist Gourmand-mäßig, obwohl Gourmand ein bisschen übertrieben ist, aber so Busi-mäßig, Gourmand nehmen wir zurück, Busi-mäßig, fruchtig, dunkel, warm, winterlich und Beast Mode, wirklich starkes Teil, richtig starker Tobak ist das, wirklich. Ich mag feier diese Brand auf jeden Fall, seitdem ich den ersten Duft hatte. Und ja, immer so ein Thema mit Searcher und ich bin immer noch Searcher-Fan, aber von den alten. Und das ist, ich habe im Endeffekt recht behalten, was jetzt nach 2-3 Jahren wurde ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, er hat doch schon angefeindet, Sospiro, Searcher, Sospiro, aber im Endeffekt hatte ich recht behalten. Und ja, es ist eben so. Sospiro ist geil. Ja, nice. Und das sage ich nicht, dass ihr wisst ja meine Meinung, weil hier jetzt Werbung steht. Nein, das ist einfach, testet die doch mal selber und dann liest auch mal die Geschichte dahinter und so weiter, bevor ihr urteilt und immer was sagt. Richtig, ne, die Geschichte und die Düfte nehmen und so weiter. Nice. El Patrino. So, und jetzt machen wir es einmal kurz Naxos, weil wir gerade von Search reden. Naxos, Honig, Tabak, Vanille von allerfeinsten. Naxos ist immer noch der beste, wenn nicht sogar überhaupt mit einer der besten, einer meiner Favorites natürlich auch. Und natürlich hier Beast Mode. Ja, hier muss man ein bisschen Abstriche bei der aktuellen Version machen, aber auch nicht so viel. Die Tiefe, okay, das kann ich verstehen, ist hier bei der 2020er Version, ist hier anders. Aber es ist trotzdem immer noch ein extrem starker Duft, beziehungsweise Beast Mode. Nur vielleicht ist die Tiefe und der Honig und der Tabak insgesamt ist nicht mehr ganz so fein, vielleicht auch nicht ganz so doll präsent, aber immer noch präsent. Und deswegen, ja, präsent. Ja, Naxos. Es ist einfach nice. Mehr muss ich da nicht zu sagen. So, der nächste kommt von einem Kollegen von mir. Oud 31 muss natürlich hier komplett rein und es sprengt fast den Rahmen, weil dieses Teil wirklich extrem stark ist. Oud, Rose und ja, extrem brachial, für viele auch ein Kuhstahl-Oud. Das ist eben auch, und hier ist echtes Oud drin, das kommt auch noch da hinzu. Und der ist so nice, dass ich ihn super finde, einer der besten Rosen-Oud-Kombi oder Düfte überhaupt, aber nach 14, 15 Stunden, und ich sage das selten, es kommt jetzt natürlich Tagesform, sage ich tatsächlich, ich muss jetzt duschen, das muss ab, ne, weil es irgendwann auch anstrengend wird. So stark ist dieser Duft, aber ja, es ist trotzdem nice. Also wenn ihr schön Oud Rosenduft haben wollt, dann nehmt euch Oud 31 und nehmt, wenn ihr ein Problem habt mit einem Parfüm-Creator, YouTuber, streicht das mal, testet diesen Duft. Es geht um den Duft und den Inhalt und dafür ist das brachial und wirklich von Feinsten. So, der nächste, Kinetic Sillage. Yes, das ist ein Duft, ja, das ist Beast Mode in beiden, Sillage und Haltbarkeit. Für mich die beste Alternative zu London, zu Vidian London, zu Tuscan Leather das ist für mich einfach best. Und hier stimmt einfach alles in meinen Augen. Das ist diese Himbeere, dieses Leder, dieses ganze zusammen, dieses ganze Feeling, der Flakon und die DNA. Hier ist alles ausbalanciert, besser als was bei den anderen nicht ist. Die anderen sind aber auch Meisterwerke im Endeffekt. Vidian London steht für sich sehr extrem ledrig und sehr mit der Himbeere perfekt zusammengefügt. Und Tuscan Leather ist eben richtig Leder mit schöner Himbeere und eben der OG. Nice, ne? Aber das ist einfach die Sillage von Kinetic Perfumes ist für mich die Endstufe von 1, passt ihm einfach. Und in Komplimenten hier, das ist ohne Ende absolut nice. So, der nächste, Baronda
von, ich wollte hier schon Eau de Parisi, nein, Nasomato, aber im Endeffekt dasselbe. Und hier haben wir einen lustigen, coolen Flakon. Hier stehen immer keine Inhaltsstoffe, aber es ist ein holziger, würziger Duft mit einer Alkoholnote. Schönes Teil, auch brachial stark, auch wenn ihr am Anfang das nicht denkt oder merkt, doch vor allen Dingen andere merken das sehr, sehr stark, ihr auch, aber muss man alles mögen. Eau de Parisi oder Nasomato Düfte muss man mögen. Das ist einfach Fakt oder Faktum, auch wenn es nicht richtig ist, aber ich sag Faktum. Nice. Ja, auch das sehr stark. Jetzt kommen wir zu einem Damenduft, den nehme ich einfach mal ganz schnell rein und das ist der Angel. Das ist auch Beast Mode, auch wenn das viele nicht denken, aber es ist wirklich so, der steht im Raum, wenn man ihn trägt. Und das ist mein Duft tatsächlich, nicht von meiner Frau. Meine Frau mag Angel nicht. Ich finde Angel, seitdem es den gibt, seitdem er rausgekommen ist, feiere ich diesen Duft. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Hier ist natürlich auch Tonkabohne, Kardamom, Tonkabohne ist, Jerry Mugli ist immer mit, Rest in Peace erstmal, ist sehr mit Tonkabohne, glaube ich. Und dann natürlich Zuckerwatte, Kakao ist da, glaube ich, drin. Natürlich ist diese Variante nicht mehr zu vergleichen mit der ganz ersten, die ich ja kenne, ist schwer natürlich, sich so Revue passieren zu lassen, zurückzudenken, aber sehr, sehr nice, wenn ich so in der Vergangenheit bin und diesen Duft so immer gerochen habe, sehr nice. Aber Back to the Future, ja, das ist geil. Das bin ich schon drauf. Das war jetzt, ne? Ja, nice. Auf jeden Fall. Angel, ja. Und dann, ich will jetzt hier nicht weggehen. Den werde ich kurz einblenden. Und zwar, da müsste ich nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bleibe jetzt hier stehen. Natürlich Air Tiger, der stärkste Duft der Welt immer noch. Air Tiger, brachial, monströs stark, den habe ich auch. Ich will jetzt nur nicht hier weggehen, dann müsste ich jetzt weggehen, müsste ich wieder schneiden. Ich mache das jetzt hier uncut, ohne Schnitt. So, Air Tiger, würzig, ölig, sage ich ja immer, würzig, alles, da ist einfach alles drin. Das ist ein brachial, und das ist mit der stärkste, brachialste Duft. Das ist eben so, ja. Marc Gebauer. Ich weiß gleich vorweg, weil ich angesprochen werde von den anderen, wie die anderen letzten 3 Düfte sind, kann ich leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, Marc will wohl nichts mehr mit uns zu tun haben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr starker Duft. Ja, dann schreiben wir runter, was habt ihr für Beast Mode Düfte? Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich wollte ja jetzt nicht 50 zeigen, sondern erstmal die. Eigentlich sollten es nur 10 werden, jetzt sind 12 geworden. Und ja, dementsprechend könnt ihr morgen das schon. So, wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder. Wenn ihr Mitglied werden wollt, sucht unten den Button, schaut in die Videobeschreibung und so weiter und so fort. Und da bin ich raus, Freunde.